Eigentlich könnte das heute hier ein ganz langweiliges Video werden. Denn es dreht sich schon wieder mal über den Panzerkampfwagen 6 in der Ausführung B, den Königstiger. Den habe ich euch hier auf meinem Kanal von diversen Herstellern schon ganz oft vorgestellt. Aber Freunde, Trommelwirbel, bumm, es wird doch spannend, denn wir haben die Juli Limited Edition aus dem Hause Kobi, einen Königstiger und diesmal das Spannende im Maßstab 1:35. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, für euch spiele ich heute gerne wieder den Katzendompteur, denn wir sprechen über die Juli 2024 Limited Edition, den Panzerkampfwagen 6 in der Ausführung B, den Tiger 2, den Königstiger, 910 Steinchen mit hoffentlich 3 coolen Minifiguren. Und das Coole ist ja hier, der Maßstab 1:35 ist ja wie gemacht für die Minifiguren. Deswegen nicht lange schnacken, sondern kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch, dann schauen wir uns diesen Karton und vor allen Dingen den Inhalt ganz genauer an. Komplizierte Namen für Maschinen, das können wir Deutschen und konnten wir schon damals. Kobi hat es übernommen. Ich habe hier für euch die Limited Edition aus Juli 2024 hier auf dem Bautisch. Die 3112 910 tolle Kobi-Steinchen mit 3 Minifiguren im Maßstab 1:35. Und das ist ja das Besondere, der Königstiger bzw. der Panzerkampfwagen 6 in der Ausführung B, Tiger 2 oder wie schon erwähnt, der Königstiger. Hier haben wir Straßenschilder als Goodie dabei, die so langsam bei Kobi das neue Stacheldraht werden und natürlich ein Motor. Schauen wir uns den Karton mal von hinten an. Da haben wir hier unseren Königstiger als Originalbild in Schwarz-Weiß. Wir haben natürlich bei einer Limited Edition ein Zertifikat im Karton. Ihr dürft schon mal raten, welche Nummer. Und natürlich haben wir, wie es sich gehört, bei einem 910 Teile großen 1:35er Set auch ein paar Features. Wir können nämlich hier die Klappenluken alle aufmachen. Da bin ich ganz gespannt. Gerade bei den Bautechniken im Maßstab 1:35 ist das ja wahrscheinlich nicht ganz so einfach wie im Maßstab 1:28. Wir haben hier Waffen, das MG 34 und die berühmte Luger P08, sowie hier unsere Panzercrew bzw. hier einen Panzergrenadier mit der späten Tarnung des Konfliktes 1945 bzw. 44. Wir schauen uns aber jetzt einmal den Inhalt des Kartons genauer an, denn wir wollen ja auch wissen, wie ist die Anleitung. Ihr sollt ja immer noch erraten, welche Zertifikatsnummer wir haben. Und nicht verwundern, Freunde, Fakten bekommt ihr wie immer bei mir gleich sowieso kurz bevor es in den Speedbuild geht. Also lassen wir unseren kleinen, großen Königstiger einmal fliegen, um uns den Inhalt des Kartons genauer anzuschauen. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Bautisch. Hier natürlich unser Zertifikat neu eingepackt. Und was ich ganz lustig finde ist, ihr seht schon hier die Nummer. Ich kann gar nicht den Gag machen, dass ich es zulasse und wir uns am Ende es anschauen. Nein, da steht die 187 als Nummer. Deswegen machen wir es jetzt einmal hier auf, in Pappe eingeklebt. Und ich kann euch sagen, der Kleber bei den Kobi-Verpackungen wird immer besser. Oder ich werde immer schwächer. Ich komme ja gerade aus dem Urlaub. So, kompliziert, sehr doll zugeklebt, muss ich ja echt mal sagen. Und da spüre ich schon dieses Plastikpapier. Da haben wir jetzt die 187 sowie unser Typenschild für unser Set hier gelasert, auch mit der 187. Geht an die Seite. Ich gucke, ob hier noch was drin ist. Nein, es ist leer. Geht in den Müll. Tüte 1, Tüte 3, Tüte 2. Die ist hier schon ein bisschen angerissen. Wir sehen schon hier dieses Senfgelb, beziehungsweise ich sage immer ganz gerne dazu Erbsensuppengrün. Und die beiden Tüten sind gar nicht so voll wie diese hier, wobei generell es ist etwas Luft drin. Man hätte vielleicht hier auch ein bisschen sparen können. Geschenkt. 910 Steinchen gehen an die Seite.
Wir schauen uns die Anleitung an, natürlich klammergebunden, DIN A4, Altersempfehlung 10 Jahre plus, glaube ich auch, weil es sehr kleinteilig wird und natürlich wie immer alles Drucke und das Set sowie die Anleitung sind in der EU hergestellt. Da haben wir es mit Tüte 1, fangen wir an. Der erste Bauschritt ist immer der farbige, der zweite dann auch, denn danach ist der erste nicht mehr der aktuelle und ausgegraut. Wir haben hier eine kleine Anleitung, welche Plates, Slopes oder Brackets wir benutzen müssen und wir sehen in diesen Rechtecken immer die Anzahl der Steinchen und Kobi hat keine Seitenzahlen, an denen wir uns dranhangeln, sondern wir hangeln uns hier einfach an den Bausteps der jeweiligen Tüte lang und haben kleine Pfeile, die uns den Weg weisen, was wir wie wo machen müssen. Mal gepunktet, mal mit einem Balken. Und wir haben auch ganz oft so Anlegehilfen. Wir sehen generell schon hier, dass wir in dieser Anleitung ganz viele Bauschritte einzeln auf die Seite gepackt haben. Also sehr, sehr voll, finde ich sehr interessant. Und fertig sind wir dann mit unserem eigentlichen Panzer beim Baustep 145. Und danach kommt dann ein bisschen dieses Zubehör, unsere Wegweiser, der Typenstand und hier unten fängt es dann schon an mit den Teilen, die hier alle verbaut sind. Fehlt euch ein Stein, könnt ihr es hier kontrollieren und dann bei Kobi monieren, nämlich hier unten unter dieser Webadresse. Und wir bekommen hier auch noch eine Zusammenbauhilfe der Minifiguren und das, was mich immer am meisten freut, ein bisschen Werbung zu Sets, die gerade kommen. Und ich habe euch hier eine schon vorgestellt, findet ihr oben auf dem i und das andere werdet ihr demnächst auch noch sehen, sowie auch diese Sets hier alle oben auf dem i. Ja, Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten und mir natürlich beim Klemmen. Ich hole mal gerade die 3 Tüten noch einmal hoch, damit wir hier sehen, was wir gleich alles schön aufreißen. Der gelbe Sack wird sich freuen, aber ich kann euch versprechen, eure Ohren auch bei den Fakten und meine Hände beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir, wenn auch schon öfter auf meinem Kanal passiert, aber doppelt oder dreifach oder vierfach oder fünffach hält ja besser und man kann sich ja auch nur verbessern. Natürlich sprechen wir über den Königstiger, den Tiger 2, das Sonder-Kfz 182, den Panzerkampfwagen 6 in der Ausführung B. Freunde, hier heute das 5. Mal. Viel Spaß! Der Königstiger, offiziell bekannt als Panzerkampfwagen Tiger Ausführung B Tiger 2, war eine der beeindruckendsten Waffen des Zweiten Weltkriegs. Seine Entwicklung und sein Einsatz sind faszinierende Kapitel in der Geschichte der Militärtechnik. Der Königstiger repräsentierte den Höhepunkt deutscher Panzertechnologie und hinterließ einen bleibenden Eindruck auf dem Schlachtfeld. Die Entwicklung des Königstigers begann im Jahr 1942, als die deutsche Wehrmacht nach einem stärkeren und besser gepanzerten Nachfolger für den Tiger suchte. Das Ziel war, einen Panzer zu schaffen, der sowohl offensiv als auch defensiv unschlagbar war. Die Firma Henschel erhielt den Auftrag und im Januar 1943 rollte der erste Prototyp aus der Fabrik. Der Panzerkampfwagen Tiger Ausführung B Tiger 2 entstand nicht aus der hitleristischen Gigantomanie, sondern war eine Forderung aus der Truppe, die einen schweren Durchbruchswagen mit langer 8,8 cm KWK verlangten. Der Panzerkampfwagen 6 entstand aus der taktischen Sicht der Kampfverbände und nicht aus Hitlers Technikdenken oder Großwahn für Megaprojekte. Der Königstiger wog beeindruckende 70 Tonnen und war damit einer der schwersten Panzer des Krieges. Er war mit einer 8,8 cm KWK 43 L71 Kanone bewaffnet, die in der Lage war, feindliche Panzer auf eine Entfernung von bis zu 3000 Metern zu durchschlagen. Diese Kanone war eine Weiterentwicklung des Modells, das bereits im Tiger verwendet wurde, jedoch mit erhöhter Durchschlagskraft und Reichweite. Die Panzerung des Königstigers war ebenfalls bemerkenswert. An der Front betrug die Panzerung bis zu 150 mm
mm, während die Seiten und das Heck bis zu 80 mm dick waren. Diese massive Panzerung machte den Königstiger nahezu unverwundbar für die meisten alliierten Panzerabwehrwaffen. Allerdings brachte das immense Gewicht auch erhebliche Herausforderungen mit sich. Der Königstiger war weniger mobil als leichtere Panzer und seine komplexe Mechanik machte ihn anfällig für technische Probleme. Der erste Kampfeinsatz des Sonder-Kfz 182 war in der Normandie. Die schwere Panzerabteilung 503 setzte 12 Königstiger am 18. Juli 1944 bei Troarn und Deauville ein. 2 Königstiger gingen dabei verloren. Bei der Operation Lüttich wurden mehrere Königstiger am 7. August eingesetzt. Der Großteil der deutschen Streitkräfte wurde dabei zerstört und viele Königstiger wurden Opfer der amerikanischen Luftwaffe. Gleichzeitig sollen auch die Verluste auf der Gegnerseite äußerst hoch gewesen sein. Bis zum Ende des Krieges wurden insgesamt 408 Königstiger produziert. Diese Zahl war jedoch weit unter den ursprünglich geplanten 1500 Einheiten. Die alliierten Bombenangriffe auf deutsche Fabriken und der zunehmende Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften verhinderten eine höhere Produktionsrate. Der Königstiger wurde hauptsächlich an der Ostfront gegen die sowjetischen Streitkräfte eingesetzt. Zwar konnte er den Vormarsch der russischen Streitkräfte nicht stoppen, doch konnte er seine Feuerkraft bei der Operation Budapest unter Beweis stellen. Die 503 zerstörte mit ihren Panzern an der ungarischen Front 121 sowjetische Panzer, 244 Panzerabwehrgeschütze, 5 Flugzeuge und einen Zug, während sie nur 25 der Panzerkampfwagen Tiger Ausführung B Tiger II verloren. Bei der Plattenseeoffensive im März und anderen Gefechten in Ungarn erzielte der Königstiger über 500 Abschüsse, während er selbst lediglich an seinen eigenen Defekten scheiterte. Hier konnte sich der Königstiger endlich beweisen und das beste Abschussverhältnis aller Panzer des Zweiten Weltkrieges erzielen. Der Panzerkampfwagen Tiger Ausführung B Tiger II blieb den deutschen Truppen bis zur Verteidigung Berlins treu. Besonders bekannt wurde der Königstiger durch seine Teilnahme an der Ardennenoffensive im Dezember 1944, wo er den Alliierten erhebliche Verluste zufügte. Dennoch konnte auch der Königstiger die Niederlage Deutschlands nicht verhindern. Technisch gesehen war der Königstiger ein Meisterwerk, aber seine Komplexität war auch seine Schwäche. Viele Königstiger gingen nicht durch feindliches Feuer verloren, sondern aufgrund mechanischer Probleme und Treibstoffmangels. Ein weiteres Problem war die Ausbildung der Besatzungen. Viele Soldaten, die Königstiger bedienten, hatten nur begrenzte Erfahrung und konnten die Möglichkeiten des Panzers nicht voll ausschöpfen. Nach dem Krieg wurden einige erbeutete Königstiger von den Alliierten untersucht und getestet, um die deutschen Panzertechnologien besser zu verstehen. Heute sind nur noch wenige dieser beeindruckenden Maschinen in Museen auf der ganzen Welt zu sehen, darunter im Panzermuseum Munster in Deutschland und im Bovington Tank Museum in England. Ja, Freunde, das waren die Fakten zum Tiger 2 oder sagen wir jetzt einfach Final Königstiger. Basierend natürlich hier, weil wir die Limited Edition 3112 von Kobi bauen und die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Deswegen von ganzem Herzen viel Spaß beim Review. Nach 2 Stunden und 47 Minuten Bauzeit steht er da, unser Königstiger bzw. der Panzerkampfwagen 6 Ausführung B aus dem Hause Kobi, die Limited Edition aus Juli 2024 im Maßstab 1:35, 910 Teile schwer und 3 Minifiguren. Und immer wenn ich mit diesen Teilen anfange, dann sprechen wir über die Teile, die wir über haben. Und wir haben hier ein ganzes Säckchen voller Bügel, Perlen, Kettengliedern, Antennen und sogar ein großes Kettenglied über. Also wieder etwas für unsere Kobi-Reste-Kiste. Ein bisschen mehr als sonst, aber es ist ja auch ein großes Set. Wir müssen bei diesem Set hier über einige Punkte reden. Zum Beispiel müsste man mal darüber sprechen, dass wir halt schon wieder einen Königstiger, einen Tiger 2 haben. Denn wir hatten ja schon einige. Wie ihr seht, habe ich hier wirklich mal links und rechts 2
aus meiner Sammlung hingestellt. Die 2540 zum Beispiel, einmal hier links und die 2460 hier rechts. Aber dabei bleibt es nicht, denn wir haben ja, wie gesagt, die 2460, wir haben die 2480 zweimal, wir haben die 2480 Anton, wir haben die 2540, wir haben die 2539 dann noch als Limited Edition und wir haben dieses Set sowie die normale Version, die ja auch kommt. Also eine ganze Menge für die Königstiger-Liebhaber unter euch hier im Hause Kobi. Also seit 2014 gibt es Königstiger bei Kobi bis heute. Wo ich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen möchte, ist logischerweise der Maßstab. Wir haben jetzt ja hier das 1:35 Set. Aber wenn man es genau nimmt, ist dieses Set hier gar kein 1:35er Set, denn es ist, ja, es ist eher ein, ja, weiß ich gar nicht, 1:38 Set oder ich weiß es nicht, weil wenn man mal guckt, vielleicht fällt es euch auch schon auf den ersten Blick auf, das weiß ich nicht. Es ist ja ein bisschen eine Kompromisslösung. Ich finde zum Beispiel die Mündungsbremse hier sehr, sehr, sehr klein. Und ich habe mal gerechnet, habe es mir aufgeschrieben. Ich muss mal kurz hier spingsen auf meinem Zettel. Das Set ist 10,5 cm lang, während das Originalfahrzeug, also das ist nicht 10,5 cm, das ist falsch, sondern es wäre umgerechnet 10,5 Meter lang, wenn es wirklich den Maßstab 1:35 hätte. Aber das Original der Königstiger war 10,28 Meter lang. Das gleiche in der Höhe. Das Set wäre, wenn es wirklich 1:35 wäre, 3,6 Meter hoch. Der Königstiger ist 3,09 Meter hoch und die Breite wäre es, das hätten wir 4 Meter Breite, aber der Königstiger war im Original 3,75 Meter breit. Also wir haben hier so ein bisschen so eine Mischung, also es ist nicht wirklich ein 1:35er Set. Es ist ja aber auch so ein Thema bei den Figuren und die zeige ich euch gleich. Deswegen können wir kurz drüber sprechen. Die Figuren von Kobi sind ja auch grob 1:38, 1:39er Maßstab, nicht wirklich 1:35. Lego-Figuren zum Beispiel, ich habe mal hier eine Custom-Lego-Figur von Brick Soldier aus der Schweiz. Die sind ja circa 1:42,5, also etwas weiter dann noch weg von so einem 1:35er Set. Die Kobi-Figuren liegen irgendwie bei 1:38, 1:39, je nachdem, wie groß die Schuhe sind. Wenn wir hier bei Standardwerten wie bei der Lego-Figur von quasi durchschnittlicher Menschengröße von 1:70, 1:71, 72, 73 ausgehen. Also das Thema mit den Maßstäben wird uns bei Kobi noch eine ganze Menge begleiten. Ich habe auch mal geschaut, dieses Fahrzeug hier, weil wir haben ja hier einen schönen Ständer, den wir uns gleich angucken mit Verkehrsschildern, wo wir Wien, Brünn und Prag drauf haben. Ich habe es mal übersetzt für euch. Ist ja im Wintertarn gehalten und ich habe mal geguckt, so grob wüsste ich nur, dass die schwere Panzerabteilung 101, beziehungsweise ist es sowieso falsch, es ist die schwere SS-Panzerabteilung 101 beziehungsweise 501, die in dem Raum der Böhmens, wäre es ja so ungefähr im Winter, also im Frühjahr 45, zugegen war. Alle anderen waren erst später da und dann macht der Wintertarn irgendwie keinen Sinn. Aber wenn ihr da mehr weißt, schreibt mir das bitte gerne unten in die Kommentare. So, das waren aber jetzt genug, sag ich mal, Fakten drumherum. Wir haben ja auch gleich nachher noch bei den Detailbildern ein bisschen Grund zu quatschen. Schauen wir uns jetzt erstmal die Figuren an, mit denen wir gerade angefangen haben, und die sind hier in diesem Set wieder richtig klasse. Schaut euch hier mal diese Pelzjacke an, wie cool die gedruckt ist. Wir haben hier unsere Luger, wir haben den schreienden Kopf der Minifigur, wir haben unten drunter, sehen wir, dass das Eiserne Kreuz durchschimmert auf seiner Panzeruniform und wir sehen natürlich wieder die rosa Markierungen der Panzertruppe. Von hinten nicht bedruckt, dafür vorne umso mehr und wir haben hier wieder diese Schüchchen zum Anstecken. Ich finde diese Figur richtig klasse und Kopfhörer haben wir auch. Dann haben wir die nächste Figur, die nicht minder cool ist. Wir haben nämlich hier quasi diese Splittertarn, wie es ja später genannt wurde, mit dieser Neckermann-Wendeweste, innen weiß, außen halt die Tarnung. Der Herr hat eine Zigarette im Mund, ist unrasiert,
Ich denke mal, dass er etwas müde ist, deswegen diese rosa Wänkchen oder ihm ist kalt. Und wir haben hier die Feldmütze M43 in schwarz sowie einen Kanister und ein Hammer. Die Hose ist auch bedruckt, er hat die gleichen schwarzen Schuhe und von hinten haben wir den Druck auch mit der Kapuze. Und somit sehen wir wirklich eindeutig hier, wir haben hier eine Neckermann-Jacke, eine Wendetarnung, eine Wendejacke. Richtig coole Minifigur, vielleicht sogar die liebste hier in diesem Set von mir. Und dann haben wir noch hier unseren Grenadier mit dieser späten Tarnung, ich glaube auch so Erbsentarnung genannt. Wir haben hier diesen typischen Schal um den Kopf, weil es kalt ist. Wir haben einen MG-Gurt, wir haben natürlich unser MG und wir haben hier überall Drucke, richtig cool. Und wir haben hier hinten nochmal seinen Gasmaskenbehälter, Wasserflasche und so weiter. Und hinten auch bedruckt hier mit diesen Y-Riemen. Und da sehen wir auch nochmal den MG-Gurt rumgehen. Also eine richtig coole Figur. Kobi wird da immer detailverliebter und auch ich verliebe mich immer mehr in diese Figuren, habe ich euch gesagt. Wenn wir beim Thema Druck sind, dann können wir hier beim Laserdruck gleich bleiben und schauen uns unser Typenschild an. Panzerkampfwagen 6, Ausführung B, Königstiger, Maßstab 1:35 und die 187, die Nummer meines Zertifikates. Und dann natürlich ein bisschen das Highlight ist dieser Wegweiser Prag 77 Kilometer, Brünn, also Brno 148 Kilometer, Wien 221 Kilometer. Ich habe es versucht bei Google Maps ein bisschen einzugrenzen und ich meine, wir sind dann im damaligen Mähren. Und wie gesagt, meine Recherche hatte ergeben, dass die 501. bzw. 101. schwere SS-Panzerabteilung damals dort gelegen haben könnte. Wenn ihr mehr weißt, schreibt mir bitte das alles unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich definiere die Videos immer so ein bisschen als Gemeinschaftsarbeit. Ihr dürft das gerne immer mit den Kommentaren ergänzen, denn ich bin ja nun mal kein Historiker. Ich habe leider in der Schule den falschen Weg gemacht. Ja, dann schauen wir uns aber unser Fahrzeug einmal an. Wie gesagt, ich habe euch hier mal diese, ja, 1:28 bzw. ja, keine Ahnung was für ein Maßstabversionen von Kobi mal gegenübergestellt. Aber wichtig ist ja dieses Set hier. Richtig cool ist, und das habt ihr vielleicht schon gesehen, dass die Ketten sehr gut laufen. Also das Fahrzeug fährt sehr gut und das sogar auf meinem sehr rutschigen Untergrund. Zur Anleitung kann ich nur eins sagen, ich fand jetzt da keinen großartigen Baufehler. Ich fand halt nur, dass es sehr viele Bauschritte, viele Steine auf einmal sind. Das könnte man von Kobi so nicht erwartet oder hätte man nicht so erwartet. Das ist hier etwas vollgepackt. Vielleicht hätte eine zweite Anleitung es da auch getan oder mehr Seiten. Aber ich habe es bauen können, alles cool. Ich packe die Anleitung mal an die Seite, um mehr hier unser Fahrzeug in den Fokus zu kriegen. Was ich schön finde, ist wirklich die coole Lauffähigkeit der Ketten. Wir haben auch wieder eine Bauweise, die wir schon bei großen 1:28er Sets kennen, nämlich die Bauweise, dass wir hier mit Zapfen die Schürze vor den Ketten reindrücken, wie zum Beispiel ja beim Sturmmörser, Tiger und so weiter. Da haben wir das hier auch so gemacht. Auch, dass wir hier mit den Schläuchen diese Stahlseile simulieren, das kennen wir auch schon von anderen Kobi-Sets, finde ich. Aber hier auch cool gelungen, sieht richtig schön aus. Bisschen verstörend, wie gesagt, finde ich diese sehr, sehr kleine Mündungsbremse. Im Vergleich zum ganzen Fahrzeug wirkt das wirklich deplatziert. Also das sieht einfach mickrig aus. So, schauen wir uns aber das Fahrzeug trotzdem noch einmal genauer an. Wie gesagt, sehr gut laufen die Ketten. Es hat Spaß gemacht zu bauen. Auch durch dieses kleine Rad, das Speichenrad, haben wir diese typische durchhängende Form des Königstigers. Das sieht ja immer so ein bisschen aus, als wenn er so hinten tiefer gelegt ist. Wir haben wieder viel Grünzeug. Ich sage ja immer, das ist Weihnachtsstern oder ja, weil es bei den Weihnachtssets bei Kobi zuerst dabei war und es sieht halt wirklich so aus wie so Mistel oder Weihnachtsstern. Ihr wisst schon, was ich meine, diese Blumen, die es immer um die Feiertage gibt. Wir haben halt hier schön gelöst, habe ich euch gesagt, diesen Schlauchkomplex, der aber halt Stahlseile darstellen soll. Wir haben von vorne hier Drucke, ihr habt an der Seite schon das Balkenkreuz gesehen. Von vorne Drucke, das ist auch ganz cool. Hier ist auch wirklich gar nicht so viel am Set fragil, außer die Aufbauten, aber auch das hält sich eigentlich in Grenzen. Hier haben wir den Druck. Wir haben auch Drucke über Steine, teilweise hier, und das sieht einfach sehr gut aus. Das kannten wir bei Kobi so auch noch nicht, beziehungsweise kannten wir bei Kobi schon schlechter. Es gibt eine Bautechnik, die finde ich ein bisschen komisch.
Und zwar sind das hier an den Seiten diese rausstehenden Zapfen, die wir mit solchen Steinen hier gebaut haben. Hier mit diesen Steinen, die innen hohl sind und dann einen Stab haben, wo wir es halt dann in solche Tubes stecken können. Damit haben wir ja diese Schräge gemacht und haben dort die Kettenglieder draufgepackt. Es wirkt ein bisschen, ja, von der Seite so alles ganz cool, aber man darf von oben nicht reingucken, weil dann hat unser Panzer an den Seiten Löchern, beziehungsweise sieht es aus wie die Bolzen beim Frankenstein-Monster irgendwie, weiß ich nicht. Das ist, ja, komisch. Der Turm wirkt auch irgendwie viel zu klein, aber das ist vielleicht jetzt hier bei mir subjektiv. Cool ist aber, dass wir hier hinten eine Luke haben. Wir haben hier oben die typische Kobi-Turmluke. Wir können auch da wirklich eine Figur reinstellen. Und wir haben hier noch eine kleine Luke. Da müsste man auch eine Figur reinstellen können. Auf jeden Fall zum Beispiel eine, ja, Custom Lego oder natürlich auch eine Kobi-Figur. Das passt rein und da dann auch. Das finde ich immer ganz wichtig, wenn Kobi sowas anbietet. Der Turm ist auch leicht zu bewegen. Auch das Rohr hatte ich erst andersrum gebaut, weil ich es in der Anleitung nicht so gut gesehen habe. Aber ja, hier haben wir auch eine kleine Kante, aber ist okay. Generell die Farben gefallen mir sehr gut und von hinten gefällt mir das Fahrzeug fast am besten. Diese typische Königstiger-Abgasanlage. Und auch hier haben wir schöne Drucke, hier und dort, richtig nice. Und Highlight ist eigentlich sowieso hier der, in Anführungszeichen, auch wenn es überhaupt nicht stimmt, vollgepackte Kofferraum. Es ist ja die Motorabdeckung und da haben wir richtig viele Drucke, neue Druckteile hier, die wir so bedruckt haben. Auch hier diese ganzen Gitter, vollgepackt auch mit Kisten bzw. Sandsack, eine Antenne, die aus dem Grünteil rauskommt, aus dem Pflanzenteil, und wir haben hier einen Kanister sowie halt diese Wedge-Teils bedruckt. Und das Coole ist halt, wir können hier relativ easy die Motorhaube abnehmen und können dann in den Motorraum reinschauen. Da ist der Motor, der ist ziemlich cool gebaut, so wie eigentlich fast alle Kobi-Motoren. Ihr bekommt natürlich gleich Detailbilder, dann seht ihr auch, wie man den Motor rein- und rausbauen kann. Das würde jetzt hier ein bisschen die Zeit sprengen, denn dieses Review dauert schon wieder ein bisschen länger. Aber schaut es euch an, wie cool es aussieht. Bei den Detailbildern bekommt ihr gleich aber auf jeden Fall den Motor zu sehen, wie er draußen ist. Was ich ganz cool finde bei diesem Fahrzeug, neben dessen, dass es gut am Rollen ist und dass wir hier, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, auch noch Luken haben, die wir aufmachen können. Man braucht halt Fingernägel, so, da. Da wird es aber ein bisschen schwer mit einer Minifigur, würde zwar auch gehen, aber wegen dem Turm. Und natürlich haben wir hier auch die Luke. So. Also, wir haben hier wirklich viel Spielereien eingebaut bei einem 1:35er Set. Und das ist dann schon ziemlich cool. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte ist, wo ich mit angefangen habe, ist, dass wir hier von unten wieder so ein bisschen alte Kobi-Bau-Feelings kriegen, wenn wir solche Plates legen und dann die Steine mit der Achsaufnahme für die Räder bauen. Das hat so ein bisschen, ja, kleines Retro-Feeling, aber dann wird es auch wieder mit Brackets und so, wie wir es von Kobi jetzt aktuell kennen, wie wir es bauen. Also ein schönes Fahrzeug, das natürlich in eine 1:35 Sammlung gehört, auch wenn es kein richtiges 1:35 ist. Der Bau hat Spaß gemacht, ich habe gesagt, fast 3 Stunden. Das kriegt man cool hin und es ist halt wirklich nice, was Kobi hier alles in 1:35er Maßstab immer mehr reinpackt. Und ein letzter Vergleich noch. Ich packe euch mal hier den Königstiger hin und hole euch mal den Panzer III dazu, auch im Maßstab 1:35, den ihr kennt mit dem ungarischen Soldaten. Da könnt ihr mal ein bisschen Eindruck bekommen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die beide wirklich im Maßstab 1:35 wären, wie groß hier der Panzerkampfwagen 6 Ausführung B wirklich war. Ja, Freunde, 15 Minuten reines Review hier drüber, aber es ist ja noch nicht das Ende. Ihr bekommt jetzt Detailbilder von diesem Fahrzeug. Da gibt es dann auch noch mal was auf die Ohren und vor allen Dingen hören wir uns zum Schluss noch einmal und schauen uns in die Augen. Freunde, euch jetzt viel Spaß bei den Detailbildern. Wie versprochen, liebe Freunde, bekommt ihr Detailbilder vom Kobi-Set 3112. Ich habe euch schon oft Fakten über den Tiger II bzw. den Königstiger genannt, aber warum reden wir nicht einmal, wo wir doch nun Zeit haben, über das majestätische Tier, das hier namensgebend ist?
Der Königstiger, auch bengalischer Tiger genannt, ist eine der faszinierendsten und majestätischsten Kreaturen unseres Planeten. Mit seinem wissenschaftlichen Namen Panthera tigris. Gehört er zu den größten und kräftigsten Raubkatzen der Welt. Diese Tiere sind hauptsächlich in Indien beheimatet, aber auch in Nepal, Bhutan und Bangladesch anzutreffen. Ein erwachsener männlicher Königstiger kann eine Länge von bis zu 3 Metern erreichen, einschließlich seines Schwanzes, und ein Gewicht von über 280 Kilogramm. Weibchen sind etwas kleiner, mit einem Gewicht von bis zu 150 Kilogramm. Ihre gestreifte Fellmusterung, die bei jedem Tier einzigartig ist, dient zur Tarnung in ihrem natürlichen Lebensraum, den dichten Dschungeln und Graslandschaften Südasiens. Königstiger sind Einzelgänger und sehr territoriale Tiere. Ein Männchen kann ein Territorium von bis zu 100 Quadratkilometern beanspruchen, während die Reviere der Weibchen etwas kleiner sind. Innerhalb ihres Territoriums jagen sie eine Vielzahl von Beutetieren, darunter Hirsche, Wildschweine und manchmal sogar junge Elefanten. Ihre Jagdstrategie ist darauf ausgelegt, sich leise an ihre Beute heranzupirschen und dann mit einem schnellen, kräftigen Angriff zuzuschlagen. Die Kommunikation der Königstiger ist ebenso faszinierend. Sie verwenden eine Vielzahl von Lauten, darunter Brüllen, Knurren und Schnurren, um mit anderen Tigern zu kommunizieren. Ein Tigerbrüllen kann über mehrere Kilometer hinweg gehört werden und dient oft dazu, Rivalen fernzuhalten oder Weibchen anzulocken. Leider sind Königstiger vom Aussterben bedroht. Schätzungen zufolge gibt es in freier Wildbahn nur noch etwa 2500 bis 3000 dieser beeindruckenden Tiere. Die Hauptbedrohungen sind Habitatverlust durch Entwaldung, Wilderei und Konflikte mit Menschen. Viele Organisationen arbeiten jedoch unermüdlich daran, den Lebensraum der Tiger zu schützen und sie vor der Ausrottung zu bewahren. Königstiger spielen eine entscheidende Rolle in ihrem Ökosystem. Als Spitzenprädatoren helfen sie, das Gleichgewicht der Natur zu bewahren, indem sie die Populationen von Pflanzenfressern in Schach halten. Ihr Schutz ist daher nicht nur wichtig für das Überleben ihrer eigenen Art, sondern auch für das Wohl vieler anderer Tier- und Pflanzenarten in ihren Lebensräumen. In Gefangenschaft können Königstiger bis zu 25 Jahre alt werden, während ihre Lebenserwartung in freier Wildbahn aufgrund der rauen Bedingungen und der Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, etwas kürzer ist. Der Königstiger ist ein Symbol für Stärke, Mut und Schönheit. Die Bewahrung dieser majestätischen Tiere und ihrer Lebensräume erfordert unsere volle Aufmerksamkeit und unser Engagement. Es liegt an uns, sicherzustellen, dass zukünftige Generationen die Gelegenheit haben werden, diese großartigen Geschöpfe in freier Wildbahn zu erleben. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass Kobi bestimmt an einer weiteren Version eines Panzerkampfwagens 6 Ausführung B an einem weiteren Königstiger arbeitet. Ich habe da so eine Vermutung, dass vielleicht eines der nächsten größeren Sets aus dem Hause Kobi kein Tiger, sondern ein Tiger 2 Ausführung B Königstiger wird. Was meint ihr? 1:12 ein Königstiger, dann 10.000 Teile? Wer weiß, wer weiß. Den Jungs von Kobi ist hier alles zuzutrauen. Schreibt mir eure Meinung dazu mal gerne unten in die Kommentare. Und natürlich schreibt mir eure Meinung zum Königstiger hier im Maßstab 1:35 auch bitte dorthin. Ich bin mal echt gespannt, wie dieses Set hier einschlägt. Ich habe euch ja gerade alle Vor- und Nachteile aus meiner Sicht geschildert. Die Figuren, das ist über den Rest, naja, dürft ihr euch gerne eure eigene Meinung bilden. Dafür ja dieses Video. Übrigens werde ich ganz oft bei Tiger-Videos nach diesem T-Shirt gefragt. Ich habe euch das unter dem Video mal verlinkt. Sowie natürlich wie immer eine Empfehlung zum Kanal Barkhafts, wo ihr ganz, ganz viel Historie über solche Fahrzeuge, über die historischen Vorbilder findet. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dann wieder einschaltet. Schaut euch vielleicht auch ruhig mal die Reviews zu diesen Varianten an. Und ich habe auch schon mal eine von Sluban gebaut. Schreibt mir bitte einfach eure Meinung dazu auch in die Kommentare.
bei diesen Videos. Ich würde mich freuen. Tja, und bei diesem Fahrzeug, was ja ganz besonders gut rollt, außer jetzt gerade, doch, da rollt es, kann ich euch wie immer nur wünschen, habt einen schönen Sommer, grillt was Schönes und vor allen Dingen, jetzt kommt das mit dem Fahrzeug, eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.